Wie ihr Scheinwerfer, die so aussehen, zu Scheinwerfer macht, die so aussehen, das zeige ich euch heute in diesem Video. Die Streuscheiben hier, die sind aus Polycarbonat gefertigt. Das wird so gemacht, das ist quasi die Scheibe und die wird dann zusätzlich Werk nochmal lackiert oder da ist eine Beschichtung oben drauf, die die ganze UV-Geschichte abhalten soll, damit da nichts vergilbt. Das wird natürlich mit der Zeit schlechter, dann schaut die ganze Geschichte natürlich so aus und da kann man jetzt was machen. Ich habe mich hier für das Aufbereitungsset von Colomatic entschieden und da muss man vorher ein bisschen was Rechtliches dazu sagen. Und zwar, in Deutschland ist es nicht erlaubt, eine lichttechnische Einrichtung, also Scheinwerfer, bzw. dessen Streuscheibe, also die Plastikscheibe, den Vorsatz davor, technisch zu verändern. Das bringt uns natürlich jetzt rechtlich ein bisschen in die Bredouille, weil wir schauen jetzt mal in das Set rein, was da alles dabei ist. In diesem lustigen Container ist dabei einmal Kunststoffreiniger, dann einmal Kunststoffhaftvermittler und dann zum Versiegeln später mal noch der 2K Klarlack. Dazu ein Schwamm und dann noch zusammengeschnitten Schleifpapier, damit man die Beschichtung, die alte, entfernen kann. Noch so ein Handgriff, ein paar Handschuhe, ein bisschen Kreppband. Ja, das, was man eigentlich grundsätzlich auch so immer daheim hat, wenn man sowas macht. Wenn wir jetzt natürlich die Scheibe hier anschleifen, dann haben wir ein Problem. Weil man verändert ja eine lichttechnische Einrichtung, die Streuscheibe, durch Schleifen, darf man natürlich offiziell nicht. Und damit wäre die Betriebserlaubnis erloschen. Das heißt, wenn man das macht, ist es eigentlich in Deutschland rechtlich nicht legal und man darf den Scheinwerfer danach nicht mehr verwenden. Meine persönliche Meinung dazu ist, lieber einen aufbereiteten Scheinwerfer als sowas. Ich zeige euch, wie das handwerklich geht. Dazu bauen wir die beiden Scheinwerfer jetzt erstmal raus und wir werden das auch probieren mit, wie es beim X5 jetzt in dem Fall ist, an der Heckklappe. Die inneren Scheinwerfer, die werden wir damit auch behandeln. Step 1, wir müssen diese Blende da rausmachen und es geht eigentlich relativ einfach und zwar, die kann man nach hinten abziehen. Immer mit ein bisschen Vorsicht. Dann reißen da keine Clips. Und dann kann man die da seitlich abziehen. Die Raste seitlich und natürlich hier diese Rastenasen, die mehr oder weniger gut in Schuss sind. Die zum Beispiel, die ist schon gut gebraucht. Immer darauf achten, dass ihr diesen Gummi hier nicht verliert. Den am besten schon gleich in Kunststoffpflege einlegen. Dann der lustige Job, Steckverbindungen trennen. Und zwar haben wir einmal oben das Standlicht, dann einmal das Fernlicht und dann einmal hier drunter den Leuchtweitenmotor. Da man an den letzten Stecker recht bescheiden hinkommt, bauen wir jetzt erstmal den Scheinwerfer weiter ab. Das ist hier Schlüsselweite 8. Irgendjemand hat das auch schon mal richtig gut angezogen. Dann die zwei inneren, die ist einmal hier unten und einmal auf der Gegenstelle. Da theoretisch unten wäre auch eine. Ist sie aber nicht mehr. Sagt uns das, der Scheinwerfer war schon mal heraus. Auch wichtig, die oberen und unteren Schrauben sind unterschiedlich. Das da, die linke, das sind die von hinten drin und das sind die von oben am Querträger. Und dann kann man schon den kompletten Scheinwerfer ein bisschen bewegen und gerade nach vorne wegziehen. Und dann ist natürlich cool, weil dann kommt man an die restlichen Steckverbindungen wahnsinnig gut hin. Dann würde ich sagen, heben wir schnell noch das Fahrschaltgerät mit raus, beziehungsweise das Xenon Zündsteuergerät, das ist da dahinter. Das ist hier bloß diese eine Torx-Schraube, der wird schon so weit angelöst. Und dann kann man nicht diesen Bügel da einfach rausnehmen, beziehungsweise nach vorne wegklappen so ein bisschen und kann dann einfach das Vorschaltgerät packen und mit rausnehmen. So, und damit haben wir dann schon den ganzen Scheinwerfer in der Hand. Tada! Auf der anderen Seite geht es ähnlich. Ich zeige es jetzt im Schnelldurchlauf, das schafft ihr schon. So, haben wir in der Hand. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn ihr erst die Schraubverbindungen löst, rauszieht, dann kommt ihr besser an die Stecker hin, weil hier alles so dermaßen verbaut ist.
Bevor wir jetzt zur hässlichen Arbeit kommen, müssen wir hier den Gummi noch wegmachen. Den einfach nach vorne abziehen. Da hier an dieser Stelle ist das so drüber gemacht und wir einfach vorsichtig versuchen auszufädeln. Da auf der Unterseite ist auch nochmal sowas. Wird es jetzt für halbwegs vernünftiges Geld neue Streuscheiben geben und ich rede hier von 30, 40 Euro, bis bei mir 46 der Fall ist, dann hätte ich gesagt, okay, tauschen wir die. Aber in dem Fall hilft uns leider nichts. Da müssen wir lackieren. Beim Vorfacelift kosten die auch so roundabout 150, 200 Euro und dann auch wieder nicht original von BMW. Damit offiziell auch wieder nicht zulässig, also ist schon wurscht. Jetzt kommt der hässliche Teil der Arbeit, wir müssen schleifen. Schauen wir mal, ich habe Gott sei Dank das Glück, der Scheinwerfer, der hat keine großen Treffer kassiert. Das heißt, ich muss hier nicht grob was rausschleifen, ich kann gleich mit dem 800er anfangen. Wichtig ist, dass man da schön auf die Ecken drauf schleift, weil da muss sie halten, sonst bröckelt es euch dann später von außen rein. Zwischendrin dann einfach mal sauber machen, kann man relativ gut den Fortschritt kontrollieren. So schaut es also nach der ersten Runde 600er aus. Das machen wir jetzt beim anderen Scheinwerfer auch mal und dann gehen wir immer weiter auf 800er und dann das 2000er, was mitgeliefert ist. Wenn man es jetzt da gerade so schön sieht beim anderen Scheinwerfer, da sieht ihr richtig die Suppe, die da runterläuft, das ist das total vergilbte. Und es wird nach und nach immer weißer und dann merkt ihr dann, dass ihr durch die Klarlackschicht durch seid. Weil es mir so langweilig ist, haben wir jetzt hier die hinteren Inneren auch noch. Falls ihr die ausbauen müsst, relativ einfach, macht den Plastikdeckel weg. 3 Schrauben, 8er Größe, dann habt ihr es in der Hand. Also ihr seht schon, die schauen eigentlich noch relativ gut aus, aber wenn man die Äußeren dann mit dazu sieht, dann denkt man sich, okay, die Inneren, die haben auch schon ihre Zeit überstanden, deswegen schleifen wir die jetzt auch noch runter. Ja, hier sieht man es relativ schön, da geht wieder gelbe Geschichte runter. So sehen jetzt die Hintern aus, 400, 600, jetzt kommen wir gleich mit 800 drüber, bei 800 werden wir jetzt die Scheinwerfer vorne auch noch mitnehmen, dass wir dann endlich hochgehen können auf die 2000er. Unterm Schleifen seht ihr schon ein bisschen euer Ergebnis, und zwar wenn ihr da frisches Wasser habt und da drüber schleift, dann seht ihr, wie das ganz klar wird. Und es wird mit jeder Schleifstufe besser. So sieht es aus, wenn man mit dem 800er durch ist. Man sieht schon relativ gut wieder durch. Genau der richtige Zeitpunkt, um aufs 2000er hochzugehen. Die Menge an Schleifpapier, die da dabei ist, ist meines Erachtens ein bisschen übersichtlich. Also hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, also weiter mit dem 2000er. Wann weiß man jetzt, wann man mit dem Schleifen fertig ist? Ich zeige euch das mal akustisch. Und zwar, das ändert sich dann im Schleifgeräusch. So ist jetzt, wenn man von 800 auf 2000 geht. Und so hört sich's an, wenn man schon bei 2000 fertig ist. Also relativ weich. Relativ lautes Schleifgeräusch, das hört man dann schon. Und man hat es ein bisschen im Gefühl. Nachdem man sich jetzt dann ewig mit 2000er rumgeärgert hat, sollte die ganze Geschichte dann so aussehen. Alles immer noch leicht matt. Man könnte jetzt hergehen, könnte das Ganze polieren, dann wäre es wieder komplett klar. Ist aber Bullshit, weil danach knallt die Sonne wieder drauf, UV-Strahlung ist gleich wieder vergilbt. Ich habe das davor mal probiert, weil die Leute alle gesagt haben, ja, poliert es einfach, das passt dann schon. Ja, war wieder vergilbt. Also jetzt machen wir das mal sauber und dann machen wir hier eine Lackierfläche. Dazu ist in dem Set dabei hier ein Kunststoffreiniger. Ausreichend, sollte man natürlich jetzt nicht miteinander sprühen wie Bremsenreiniger, aber schnappt man sich einfach einen Lumpen.
Wichtig ist, dass man die Vorreinigung macht, bevor man da irgendwas abklebt, weil sich das sonst ins Tape reinzieht. Zum Schluss werden wir das nachher bloß noch einmal kurz entfetten mit dem Kunststoffreiniger und dann war's das. Beim Saubermachen jetzt wirklich gründlich arbeiten, dass er wirklich alles heraus ist an Dreck, weil alles, was jetzt da noch drin ist, das seht ihr nachher nach dem Lackieren und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt natürlich eine komplett saubere Oberfläche. Also wir machen es jetzt so weit sauber, dass es keinen Schleifstaub mehr drin hat und dann werden wir es kurz davor nochmal entfetten. Und passt da auf, schaut her, dieses Tuch, auch das macht Fusselnerei, wenn man es zu lang hernimmt. Auch da an der Unterseite vom Scheinwerfer, da hält sich natürlich der Schleifstaub hartnäckig drin. Sauber gemacht ist alles und nachdem ich mir jetzt ungern die komplette Werkstatt hier mit Lacknebel vollhau, kaufe ich mir immer für 3–4 Euro so Kunststoff-Abdeckgedöns. So schaut dann die provisorische Lackierkabine aus. Jetzt kommen wir nochmal zu so einer hässlichen Arbeit und zwar, wir müssen den Scheinwerfer abkleben. Wir haben jetzt einmal Tape mitgeliefert, mal schauen wie gut das ist oder ob wir uns dann gleich richtig ärgern. Ich mache das typischerweise so, ich klebe das erst mit dem Tape ab, die ganzen Geschichten, also setze eine Konturlinie und dann habe ich da drum außenrum dann Papier oder was man halt gerade noch da hat, um das zu schützen. Und vielleicht kleben wir das Vorschaltgerät da gleich mit dazu. Dann baumelt das wenigstens nicht da ewig in der Gegend rum. Fein säuberlich eingepackt sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt müssen wir anfangen, die ganzen Flächen wieder vom aufgewirbelten Staub zu befreien. Ich nehme da immer ein Tuch und entfette das Ganze nochmal. Wichtig ist da, dass da am Ende des Tages gar nichts mehr drauf ist. Also keine Fusseln, kein Nix. Und das ist gar nicht so einfach. Zum letztmaligen Abwischen schnappt man sich am besten so ein Staubtuch. Damit zieht man dann einmal alles schön ab, dass ja keine Fussel mehr irgendwo sind. Weil jetzt habt ihr ja schon so schöne Vorarbeit geleistet. Wäre schade drum, wenn sich dann noch Fussel hier festgesetzt hätten. Und dann kann es eigentlich schon mit dem ersten Durchgang losgehen. Und zwar, wir haben hier jetzt diesen Kunststoff-Haftvermittler. Den muss man so in 15 bis 20 cm Abstand aufsprühen. Wichtig ist, den davor 2 Minuten lang schütteln. Gar nicht satt machen, sondern hauchdünn. Soll laut Anleitung 1 bis 1,5 μ sein. Und dann müssen wir 10 Minuten warten. Jetzt bereiten wir hier die Dose mal vor, die 2K Klarlackdose, bis der Primer fertig angezogen hat. Aufmachen. Bevor wir die Dose auslösen, erstmal schütteln. Dann wollen wir die Dose mal auslösen. Und zwar macht man da unten auf. Dann ist da ein Metallring drin. Den fädelt man jetzt da unten ein. Und dann zieht man den. Und dreht den um 360 Grad, damit wirklich alles aufgeschnitten ist. So, und dann Metallring wieder raus und wieder 2 Minuten schütteln. Lackiermaske wieder aufsetzen, jetzt ist es soweit für einen Klarlack.
Die ganze Geschichte jetzt 2 Minuten ablüften lassen und dann nochmal in Sprühgang. Wie bei jeder guten Garagenlackierung ist natürlich jetzt da das Ergebnis nicht hundertprozentig perfekt. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen eine Orangenhaut drauf. Das fühlt man auch. Das liegt einfach daran, dass da hier keine Lackierkabine ist und man aus der Dose lackiert. Aber dem kann man Abhilfe schaffen. Packen wir jetzt den erst einmal aus und dann kriegt er einen 3000er Nassschliff. Dann polieren wir ihn auf. Wenn ihr das schleift, werdet ihr sehen, dass die Oberfläche eine ungleichmäßige Struktur kriegt. Schauen wir, ob man das da drauf bringt. Und zwar, manche Stellen sind schon matt, manche sind glänzend. Und das sind die Höhen und Tiefen, also die Berge und die Täler von eurer Orangenhaut. Und das, was ihr hier wegschleift, das sind quasi die Berge. Und in die Täler glänzt es noch. Wenn es dann alles gleich matt ist, dann habt ihr es geschafft. Dann ist es als eine homogene Fläche und dann können wir übergehen zum Polieren. Also schleifen. Fürs Polieren verwende ich hier eine Exzenter-Schleifmaschine von Liquid Elements und wir werden mit der Mencerna 2500 anfangen. Finishen werden wir das Ganze dann mit der 3800er. Dann ein letztes Mal auspolieren, dann sind wir endlich montagefertig. Also ich denke, das kann man jetzt so lassen, das ist in Ordnung. Dann wollen wir sie mal wieder zurück ins Auto schmeißen. Vorne natürlich das Zusammenbau wieder genauso wie das Auseinanderbauen. Darf man bloß nicht vergessen, hier noch die Kunststoffgeschichte an Scheinwerfer hinzubauen, weil sonst schaut es noch ein bisschen scheiße aus. Im Idealfall vorher gleich anstecken. Dann beim Bügel vom Vorschaltgerät natürlich nicht vergessen, unten die Masse, die vom Scheinwerfer her kommt. Die da mit wieder rein zum Schrauben. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit das nicht gleich im Motorraum landet. Und dann, bevor man den jetzt endgültig verschraubt, schnell testen, ob es geht. Letzter Schritt, Blende rein, einfach seitlich wieder reinfadeln. Schauen, dass man den Gummi vom Scheinwerfer nicht verdruckt. Und dann ist man auf der Seite schon fertig. Selber machen wir auf der drüberen Seite, aber eine Seite reicht, ihr wisst ja, wie es geht. Also ihr habt gesehen, das ist schon ein bisschen Aufwand, bis es dann so wieder ausschaut. Also ihr müsst halt genau arbeiten beim Schleifen und dann später auch beim Polieren und müsst natürlich auch beim Lackieren ordentlich aufpassen. Das erfordert schon ein bisschen Erfahrung. Also wenn es vielleicht euer erstes Mal ist, schnappt euch lieber erstmal einen Testscheinwerfer und probiert es da aus. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen und dann sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.